Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Disco Elysium. Wir haben beim letzten Mal Stiefel gekocht. Und jetzt bin ich mir noch gar nicht so sicher, womit wir anfangen. Ich glaube, ich wollte erstmal schauen, ob ich jetzt nicht endlich duschen kann, weil wir das ja auch noch als Aufgabe haben. Und dann will ich mal gucken, ob ich nicht doch zu der mysteriösen Frau aufs Dach komme, irgendwie durch ihr Zimmer. Zwar nicht so ganz die feine Art, aber vielleicht müssen wir da ja auch hin. So. Ah, jetzt kann ich auch die Wanne benutzen, klar, weil Kim weg ist wahrscheinlich. Ja, hatte ich aber alles gemacht, ne? Ja. Was? Worte vermögen nicht zu beschreiben, wie widerlich es hier riecht. Sie hätten einen Dichter schicken sollen. Okay. Moment. Ja, ich muss mal gucken, ob ich die Aufnahme auch wirklich gestartet habe. This is not the cleanest bathtub in the world, but it's cleaner than you are right now. Mhm. Ah, that soap scum smell. It smells like life, at least compared to you. Ich lasse mir ein Bad ein. The bathtub slowly fills with water. The water beckons. Ich ziehe mich aus, schließe die Augen und tauche unter. The water is only lukewarm, but still comforting, like amniotic fluid. A few beer cans are bobbing up and down along your flanks, like sad duckies. You feel nice and lonely, and so tired. Bitte jetzt nicht in der Wanne einschlafen. Gott, diese Fliege. Die kommt jetzt gerade, wo ich angefangen habe aufzunehmen, kommt die. Ich entferne die Bierdosen. Now you are alone with your thoughts in the tub. But it's easier than being alone with your thoughts outside the tub. They're not even really thoughts, just assorted sensations. None of them acute enough to focus on. Kannst du mal bitte vom Mikro gehen? Ich stelle mir etwas vor. Ja, ich stelle mir etwas vor. You see the corpse. You can still smell the cadaver on you. Bäh. It's going to take more than one bath to get rid of that stench. Toll. Then, houses along a narrow street. A video rental. Darkness on the planet's curvature. Ich bleibe noch etwas länger in der Wanne. Your fingers grow pale and are covered with tiny whirls as the water cools. What are you doing? You're not some fat fish in a fucking aquarium. Time to get moving. Ja, ich steige aus der Wanne. The waterline recedes as you stand. You are cold now. Your clothes stick to your still moist skin. Gibt's hier keine Handtücher? Na gut. Ja, Auftrag abgeschlossen. Das ist sehr gut. Man hat das Gefühl, es ist jetzt nicht mehr so viel, aber... Und jetzt gucken wir mal. Komm schon, Frau. Mach auf. The door is closed. Ich probiere nochmal die Klinke. This door can only be opened with a key or from the inside. Still nothing. You should punch a fucking hole in it. Ach, ich krieg die wahrscheinlich gar nicht auf, oder? Ich krieg die gar nicht auf. Sondern ich verletze mich wahrscheinlich einfach nur. Oh Gott. Ich hätte mich doch nur verletzen, das bringt doch nichts.
Schlage gegen die Tür. You slam your fist into the vinyl. It does not produce a hole. The door sits sturdily in the frame, and your fist hurts. This was all a very good, normal thing to do. Ah, wir haben den Gedanken, der verhindert, dass wir Schaden nehmen. Ja gut, aber gebracht hat das jetzt auch nichts. Ich verstehe das nicht. Mit dem Dach. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich denke die ganze Zeit, man müsste da doch hochkommen, weil sie da oben steht. Aber das geht nicht. Und ja, aber ich habe schon 1000-mal doch hier geguckt auf dem Balkon. Vielleicht... Die noch da? Ist immer noch da. Ey! Alte, wie komme ich zu dir hoch? Also jetzt pennen will ich eigentlich noch nicht. Ist ein bisschen früh, ne? Die Meldungen auf dem Titelblatt sagen dir gar nichts. Seltsam. Dem hier wahrscheinlich. Tür. Hier bringt wahrscheinlich immer noch nichts, oder? Again, you find yourself looking at that big old window. Nee, ist noch zu früh. Okay, dann können wir eigentlich nur mal schauen, was wir an Aufträgen noch haben. Finde den Arbeiter. Ich kann natürlich auch so einfach mal schon mal schauen. Im Hafen oder bei den LKW-Fahrern. Wegen dem Drogenschmuggelgedöns. Bis wann ist der Evra da? Bis wann ist der da? Nur bis 10, ne? Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Denn wir haben ja die Tür jetzt für ihn geöffnet. Ich weiß eher noch was. Ja, der Industriehafen. Ich verstehe nicht. Er hat uns ja auch noch eine Karte gegeben, damit wir irgendwo reinkommen. Aber hier kommt man ja nicht rein. Ich kenne bisher nur diesen einen Weg rein und das wundert mich ein bisschen. Ehrlich gesagt. Ich liebe es hier hoch. Ich kenne nur den Weg. Das wundert mich sehr. Denn er lässt mich ja einfach nicht hier durch. Das ist so komisch. Your race descent has only worsened since I last saw you. You have really let yourself go. Eigentlich geht's. Ich habe sogar gebadet. Schaffen wir das noch bis zu dem? Ich hoffe, es ist jetzt nicht unnötiges Rumgelaufe hier. Und wenn doch, tut es mir leid. Ist es? Eine riesige Sitzkuhle auf dem Kissen und ein Muster aus Kaffeeringen auf der Armlehne. Das war neu.
Vielleicht ist der auch schon seit 9 weg. Ich weiß es nicht. Ja, er ist noch da, alles klar. Mal gucken, was er sagt. Mr. Dubois, every worker... Er beugt sich zu dir hinüber und wartet darauf, dass du seinen Satz beendet. Ein Vorstandsmitglied? That's right, Mr. Dubois. I see the socialist democratic fervor now burns in your heart, too. How can I help you today? Oh, sollen wir ihn so direkt fragen? Ja, ich meine hier ein Verhör. Ich habe die Tür geöffnet, so wie Sie es wollten. Können wir jetzt über den Mord reden? I'm very glad to hear that, Harry. One question. You didn't actually happen to stumble in and see what's inside the apartment, did you? Kann sein, dass ich reingefallen bin. There is no way to sway this man in any direction. He is unsuggestible and unswayable. Just tell the truth. Ja. Es ist möglich, dass ich in der Wohnung war und eine Sammlung rassistischer Tassen gesehen habe. Just as I thought. Culturally antiquated mug collection. What a weasel. Pissing on Everart's Rainbow Coalition. Now let's get down to brass tacks. It's time for men like me and you to figure out who's killed who and why. Real police work is gonna start happening now. I promise you, Harry, this is gonna be good. Ich hoffe, ich kann beides fragen. Aber ich frage erstmal das zweite. Ich habe gehört, dass es zwischen dem Lynchmord und dem Streik eine Verbindung gibt. Ich möchte gerne wissen, was Sie darüber wissen. By now, I'm sure you've figured out who the dead man was working for. The bad guys. Wild Pines. Sent to scare us. Another violent measure of the top hats against us flatcaps. Ich bin ganz Ohr. Harry, this strike is the culmination of many, many mistakes made by the Wild Pines group. They tried to shut the strike down by sending in armed mercenaries. Unser Opfer? A security contractor? Can you imagine that? Workers standing in peaceful protest, united in the spirit of fellowship, and they send hired killers to mow us down with machine gun fire? I'm talking beasts, hardened killers from proxy wars in Yesut, Semenine, Saramoritsa, you name it, they've done it. Raping, killing, burning villages, killing little children for the Senorita Pineapple Company, Harry. Das finde ich tatsächlich auch ein bisschen merkwürdig, dass sie da so einen krassen Söldner geschickt haben. Everything they did there, they brought over here. They want to turn Revachol into a third world slum. Honestly, the only thing they didn't do is kill the village elephant. Moment, Sie haben einen Dorfelefanten? No, Harry, the elephant is metaphorical and so is the village, but the mercs and their brutality are very real. Reden Sie weiter. Now, I haven't personally witnessed the brutalities out there. I have the luxury of staying in my container, you see. If I need to go somewhere, they just move my container. Moment, der Container wird versetzt? Yes, I'm an old man, Harry. My legs aren't what they used to be. They lift my office with that big crane. It's actually very fun. You should try it. Alles klar. Soll ich dich mal rumheben, oder was? But enough about me and my fun container. The killers the company hired, I think there were 3 of them, all hardened commando types. 3? Sogar? Okay. One of them got downright suicidal, getting drunk, violent, a little rapey. Even their own negotiator couldn't control him. That's your boy, the one who likes hanging out and trees.
Wie ist es denn dazu gekommen, dass er in dem Baum gelandet ist? Harry, what you need to realize is, we dock workers are not pushovers. We got grit, Harry. This whole neighborhood does. Push us hard enough and we push back. And when we do, we push to kill. Moment, das ganze Viertel steckt unter einer Decke? Potentially, Harry, potentially. We got arm wrestling champions, rowing club people, ex-coal miners, tough guys, all ready to spring into action for their home base. Wer genau war für das Rollen verantwortlich, also das Rollen der Köpfe? There's a militant wing inside the Union. A group of people whose duties don't involve manual labor, but peacekeeping in the neighborhood, making sure everything runs smoothly. Die Hardy Boys. They're like you. Idealistic people who want to make sure that bad things don't happen. And if they already have, well, punishment must follow. Sie glauben, dass Sie den Gehängten auf dem Gewissen haben? One day Titus Hardy, leader of this peacekeeping faction, comes up to me and says, "Boss, socialist democratic fervor drove us to take it upon ourselves to kill this beast that was burdening the land." He probably worded it differently, but that was the idea. Sure sounded to me like they killed him. I gave them 2 weeks paid leave and told them to lay low to avoid retaliation. Haben Sie denn gar keine Angst, dass wir Sie deswegen festnehmen? Oh, I'm not at all worried about that. These are not the kind of men who get arrested. They're Martinez boys, tough and gritty. I'd like to see the man who takes them in. Besides, I sent my lawyer girl to look after them. If he's just boasting, then it sure doesn't feel like that to you. He's not worried. Okay. Im Kopf des Gehängten hat eine Kugel gesteckt. So they shot him? Er klingt positiv überrascht. Ja, jemand hat ihm eine Kugel in den Kopf gejagt, bevor sie ihn erhängt haben. How odd. I don't know what to say, Harry. They told me they hanged him. A hanged man is what I saw when I took a look into that yard. Das kann ich mir sogar vorstellen, dass er das nicht weiß, was da tatsächlich passiert ist. What I do know is, the case is in safe hands. If anyone can get to the bottom of this shot and hanged man, it's my favorite policeman, Harry. In der Wohnung befand sich die Sammlung kolonialer Tassen, die ich erwähnt hatte. Und im Müll, zusammen mit der Kleidung des Gehängten, habe ich eine ähnliche Tasse gefunden. Racist mugs in the trash and in the apartment? You guys are just light years ahead of me. I have so much confidence in the ability of your organization. I'm relieved you're doing this and leaving me to do what I do best, helping people, with the power of politics. Glauben Sie, dass dieser Schnüffler etwas mit meinem Fall zu tun hat? Oh, no, 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 no. I don't cross paths like that. All I want is for you to succeed in your investigation. I would never complicate things for you. Aber dieser Schnüffler hat vielleicht die Spuren der Mörder verwischt. Believe me, Harry, he's a nobody. Just your basement variety nobody. Can't imagine him being connected to a high-caliber case like this. Jetzt wüsste ich echt gern, wer das ist. But he does live nearby. Maybe it's a pedantic weasel. Fascists are neat freaks. If you don't mind me saying so, I feel like a real detective right now, Harry. Am I getting this right? Er tut, als ob er mit einem imaginären Schlagstock auf etwas einschlüge. Ich sage nichts. Of course, Harry. Stoic silence. I like that. Very befitting a police officer. I'm not a real detective. You are. That's all he's going to say on this subject. Woher wissen Sie, dass Söldner von der Spedition angeheuert wurden? How do I know? Let me tell you about these people. That's their MO. It's what they do. Last winter, some poor workers in Terminal E went on a little strike. The company sent in Sediment, a security contractor. The strike was over the workers' right to wear protective footwear, Harry. These guys turn up and start beating people. Tell you what, Harry, I wouldn't be surprised if we got the same mercenary company after a little rebranding. And I'm sure as hell not surprised to see an army of scabs under my gates.
Sie denken also, dass die Streikbrecher zu dem Sicherheitsdienstleister gehören? You said it, Harry. Hell, one of those guys looks big enough to take down that proverbial elephant. Boys like that don't just happen to show up during strikes. Ja, der ist mir auch schon aufgefallen. He's not scared of them. If anything, he likes them being here. Strange. Okay. Sie haben eine Anwältin erwähnt. Oh, Liz is a bright one. I paid for that law degree myself, thinking it'll probably turn her all fancy. But hell, Harry, she came back a firebrand socialist. Sometimes she scares me with her zeal. Erzählen Sie mir von Titus Hardy und seiner Crew. Oh, they are simply fine young men, all 7 of them. Exemplary union members, always working to advance their position in the local socialist democratic movement. Core members. Ja, aber mein Gott. Aber wer ist die 8. Person? Die Frau. Old Theo used to run them, but things really kicked into gear when Titus took the reins and named the group after himself. Gotta love his initiative. Was können Sie mir noch über sie erzählen? Wer ist der Stellvertreter? Wer ist der Grobian unter Ihnen? Harry, they're almost all of them great guys, born leaders. Whatever happened, I'm sure they only had the best interests of Revachol in mind. Work with them. Hell, interview them. But don't fight them. They really are just like you. Men who like beer, women, and some order on the streets. Also, kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwas bringt. Evra, ich bin diesen Hardy Boys über den Weg gelaufen. Können Sie sie bitten, mit mir zu kooperieren? But of course, it's the least I can do for my good friend Harry. I'll do it right after we've concluded this talk. Alles klar. You can now go and tell Titus about this. See what he has to say. Also, Harry, here's 5 real. Moment, warum geben Sie die mir? I'm not giving you anything. I'm just holding out 5 real. Needless to say, this is another move. Don't take it. Das brauche ich nicht. Ich wollte nur, dass Sie mir mit den Hardy Boys helfen. Oh, I wasn't offering it to you, just holding it out there. Ja, But klar. I'm willing to share information. Was there anything else? Nee. Das war eine gute Unterhaltung. Schließen wir das Thema fürs Erste ab. Was it a good talk? I'm not sure we made much headway here. I was hoping we'd bust the case wide open. Heck, I even wanted to tell you what I really want to achieve with the strike. Was denn? I don't know what happened, Harry. I wanted you to feel like Mr. Martinez. And of course, I also wanted you to find your gun. But it's like I can't completely trust you. Yet. Ich habe die Charaktere für dich aufgemacht. Noch nicht? Yes, Harry. It's like I can't fully trust you if you're not a man of the left. I want to, but I just can't. Okay. A man of the left. So you have to be a social democrat. He's been hurt too much in the past by men who aren't social democrats. Tja. Wollen wir ihn jetzt auf unsere Seite ziehen irgendwie oder nicht? Das ist wieder so ein korruptes Vorhaben, oder? Ich bin weder links noch rechts. Ich folge meinem Herzen. What does your heart tell you about your lost gun, Harry? Does it tell you to forget about it? Or do you think it wants to be found? I think it's lonely and cold. I think it wants to be found, and I have a proposal for you. Was würde das mit sich bringen? Once again, I require nothing unethical or illegal of you. You just need to get 2 little signatures on this piece of paper, and then mail it to my accountant in La Delta. Bitte was? Was für Unterschriften? Wozu brauchen Sie die Unterschriften? I'm glad you asked, Harry. The Union is going to build a modern youth centre in Martinez. It will be righteous. We're gonna get those teenagers off drugs and on roller skates.
There's a nameless little street on the coast with some old houses around it. Most people have already signed. I just need 2 more signatures to get this mission off the ground, Harry. Wo genau ist das? On the coast, Harry, across the canal. There's a cul-de-sac there, a little village they're calling it. A gloomy place. You'll find it. I trust your detective skills, Harry. Water drips from the eaves. A woman looks at her freshly tarred skiff. There's a pair of cavalry boots under the fish in the box, and the wind howls like a vicious spirit. Was wird aus den Leuten, die jetzt dort wohnen? They are just gonna have to deal with the construction noise for 6 months, and then they'll be living like kings. Right next to a fancy new youth centre, designed by the best architects from Stella Marie. Ach, irgendwas stimmt damit doch nicht. Irgendwas stimmt damit nicht. Nein, das mache ich nicht. Perfectly acceptable. No one's gonna force you into anything, but I don't know about that gun of yours. You see, I'm a vengeful man, Harry. Part of how I got where I am is that, well, I can be quite nasty sometimes. But the good news is, the moment you change your mind and want to look into this matter, just tell me, and we'll be buddies again. Ja, gucken wir mal. Was ist in dem Container, der sich draußen vor Ihrem Büro befindet? My dear Harry, there are literally millions of containers in this harbour. I couldn't possibly remember what's in all of them. Dieser Container ist etwas Besonderes. Er hing an dem Qualzundkran. Harry, you smooth-talking son of a bitch. Time is a precious resource, and I don't have enough of it to count containers with you. Okay. Smooth talking. Maybe that's the way to go about opening the container. You should at least try convincing it. Ich weiß. Ich habe gehört, dass die Gewerkschaft in den Drogenhandel hier am Ort verwickelt ist. What? Harry, how could you say that to me? You know I appreciate a joke as much as any Johnny fat guy, but I can't take slander. Are you actually investigating this? Nein, überhaupt nicht. You've hurt me, Harry. Me, a friend. But you know what? And gets over it in 2 seconds. Seems like it didn't really hurt him. I trust you, like I trust all my friends. And I know you'll never talk to me about this again, because you don't want to wound me. So do what you want, and let's change the subject. Interessant. Ich glaube bei 4, also noch Einzelheiten zum Mord, haben wir nichts Neues, oder? Most certainly, Harry. Nothing brightens my day like brainstorming. Nein, by nichts all Neues. means, Harry. What's on your mind? Ich bin immer noch unsicher mit den Unterschriften wegen dem Revolver. Mann. Ich will das nicht machen. Weil ich habe Angst, dass er dann irgendeinen Kack abzieht. Ich habe Joyce getroffen, die Vertreterin des Unternehmens. Oh, that's very nice. I haven't gotten around to her yet. I'm very, very busy, you see. I hope you're getting along. One thing I want to make very clear, Harry, is that this is not some kind of union versus corporation situation. Everyone is just pals here. Bloß gute Freunde. We're all trying to do what's best for Martinez. Don't feel like you can't cooperate with her because you and I are such good friends and I helped you get the body down. And I'm helping you find your gun. I'm not a jealous guy. Whoa, that's so nice of him. Suspiciously nice. Sind Sie sicher? Ich bin ein wenig überrascht davon. I'm just a nice guy, Harry. I wouldn't be where I am now if I wasn't nice. Politics is all about emotions, and I want you to have positive emotions when you think of me. Okay then, positive emotions it is. You like positive emotions.
Das zweite sage ich vielleicht mal nicht. Was ist denn mit dem letzten Unterhändler geschehen, mit Herrn Gaumont? What do you mean, Harry? Nothing. I let him go. Bei früheren Verhandlungen hat er Ihnen im Namen des Unternehmens Zugeständnisse gemacht. Warum sollten Sie einen solchen Verbündeten fortschicken? He's an old man, Harry. I wanted him to spend more time with his family. God knows how long he's got left. Sie haben ihn einen Zwerg genannt. Harry, I have little people in my organization. I would never call someone a midget. What is this? Honestly, I'm beginning to think you're a midget, Harry. I'm only kidding, Harry. You're not a midget. No one is. We're pals. It's hard to say if he really lost his temper, or if this is another one of his tricks. This man almost never angers visibly. Joyce meinte, dass die letzte Anführerin der Gewerkschaft unter verdächtigen Umständen verschwunden ist. Vanished? Harry, the woman left her casserole in the oven and couldn't make it here in time for the voting. Aha. Oh, did I leave my casserole on? Better go home and check. The election can wait. When she got back, the whole thing was over. Klingt merkwürdig. Evra, Joyce scheint zu denken, dass die Gewerkschaft ihr ein billiges Lokangebot gemacht hat. Yes, yes. Low balling, of course. This isn't a casino, Harry. Real people, real livelihoods are at stake here. But everything's a casino for those rich types. His expression makes it clear. This is childish and irresponsible behavior. Warum haben Sie sie nicht reingelassen? If she actually wants to see me, she will find a way. Any good negotiator would. And I just don't have anything to discuss with a bad negotiator. He doesn't want to see her. It's as simple as that. Okay, reden wir über etwas anderes. Of course, Harry. Let me just assure you one more time. It's perfectly okay to share anything we discuss here with this Joyce. This is a completely transparent organization. I have no interest in what she is doing, but I myself have nothing to hide. Your business is your business, and I respect your privacy. Just remember, none of this is secret. Tell her about all of it. My brother's picture, my singing swordfish clock. Tell her how overweight I am and how I'm helping you find your lost gun. Tell her about everything. Everett doesn't mind. This is weird. Not nice weird, but okay. Ich wollte über ein paar Sachen reden, die mich betreffen. Let's hear it, Harry. Das wollte ich ihn doch eigentlich nicht fragen. Schauspielkunst. Nein, ich will ihn nicht fragen. Of course, Harry, of course. Let's not linger on personal details and amnesia. You wanted something from me. Ich bin mal weg. See you soon, debardeur. Just kidding. But not too much.